Hallo, herzlich willkommen zu unseren Business Tapas. Business Tapas sind kleine Wissenshäppchen kostenfrei serviert, die Appetit und Lust auf mehr machen sollen. Mehr unternehmerisches Wissen für mehr Wohlstand, weil jeder Unternehmer seine eigene heile Welt verdient hat. Heute zum Thema Leberwurstwitz. Kennst du den Leberwurstwitz? Gleich. Heute Mittag war ich in einer alteingesessenen Fleischerei hier in Wuppertal und wollte ein paar Sachen fürs Wochenende holen. Der Laden ist eine Welt für sich, also der verströmt so ein bisschen den Charme der 80er, was ja erstmal nicht schlimm ist. Und ich als gelernte Verkäuferin liebe es natürlich, das Personal zu beobachten und freue mich wirklich jedes Mal, wenn ich auf einen richtig guten Verkäufer treffe. Und was ich in dieser Fleischerei aber gut finde, ist die Trennung zwischen Bedienung, also die Wurst anfassen, und dem Kassieren, also der Kassiererin, die dann das Geld anfasst. Finde ich gut. Aber zurück, also ich wurde von einer jungen Frau bedient. Die war höflich, nicht zu nett, aber okay. Und die hatte beim Bedienen auch Handschuhe an, das fand ich ziemlich gut. Also es war alles perfekt. Und als ich dann fertig war, ging sie mit mir zur Kasse und kassierte selbst. Das war ungewöhnlich. Und dann dachte ich, naja, wenn sie kassiert, dann wird sie jetzt die Handschuhe ausziehen. Nee, hat sie nicht gemacht. Sondern sie hat mit den gleichen Handschuhen, mit denen sie die Wurst angefasst hat, auch das Geld angefasst. Also nach dem Kassiervorgang ging ich dann so Richtung Ausgang, aber irgendwie hat mich mein Verkäuferherz gebremst und gehindert, den Laden zu verlassen. Ich musste einfach was sagen und habe mich dann rumgedreht und sprach diese junge Frau an und sagte, darf ich Ihnen Feedback geben? Und sie verunsichert, erschrocken und sagte, ja, okay. Und dann erklärte ich ihr, dass das mit den Handschuhen eigentlich gar keinen Sinn macht, wenn sie erst damit die Wurst und danach das Geld anfasst. Und die verstand das aber gar nicht und meint, es wäre doch gut, dass sie die Wurst nicht mit den Handschuhen anfasst. Ja, stimmt, habe ich gesagt, aber wenn sie hinterher das Geld anfassen, macht das ja keinen Sinn. Und dann sagte sie O-Ton, ja, aber das Geld fasse ich doch gar nicht selbst an, das sind doch die Handschuhe dazwischen. Ich war total sprachlos. Die hat nicht verstanden, was ich meinte. Und sie sah diese Handschuhe als ihren Schutz an, aber nicht als Schutz für den Kunden. So, also Thema Hygiene komplett nicht verstanden. Ich habe mich total baff umgedreht und verließ den Laden und ich glaube, ich gehe da auch nicht wieder hin. Der Chef stand übrigens in der Tür und hat das alles mitbekommen, aber der hat nichts gesagt. Warum erzähle ich das? Weil es mir wieder klar gemacht hat, dass es für jede Tätigkeit und für jeden Beruf eine Ausbildung und eine Einarbeitung geben muss. Also dass es Regeln gibt, die eingehalten werden müssen und dass man seinen Mitarbeiter mit diesen Regeln vertraut machen muss, wenn man dauerhaft Kunden binden will. Und wenn ihr dazu mehr wissen wollt, dann abonniert meine Unternehmerinfos hier, der Link ist im Kommentar. Ein gut ausgebildetes Team sorgt für dauerhafte Kundenbindung und so Wiederholungsumsätze. Und deswegen bin ich auch kein Freund von Minijobs. Als Unternehmer kannst du die Arbeitslast des Trainings von Aushilfskräften eigentlich gar nicht tragen und trotzdem machst du dein Geschäft langfristig schlechter, weil wenn du mit so vielen Ungelernten arbeitest, kommt der ein oder andere Kunde auch nicht wieder. Das heißt, am Ende des Tages hast du am Anfang beim Minijob eine finanzielle Entlastung und am Ende des Minijobs einen Umsatzverlust. Jetzt musst du überlegen, was ist wichtiger. Falls du dich also schon immer mal gefragt hast, warum du trotz genügend Aushilfspersonal nicht auf den grünen Zweig kommst, dann könnte das eventuell ein Ansatzpunkt sein. Und jetzt natürlich zum Schluss noch der angedeutete Leberwurstwitz. Ich liebe ihn. Kommt ein Mann in die Fleischerei und sagt, ich hätte gern von der fetten Groben, sagt die Verkäuferin, die ist heute in der Berufsschule. Haha. Wollt ihr mehr und regelmäßig meine Business Tapas konsumieren? Dann solltet ihr meinen YouTube-Kanal abonnieren. Den Link dazu findet ihr unter diesem Video und keine Angst, von Business Tapas wird man nicht dick, nur reich.